Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es wieder Goldwaschen, aber heute an einem völlig neuen Bach. Ich war hier noch nie, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Der Tag könnte herrlicher nicht sein. Ich bin noch beim dichten Nebel losgefahren. Es hat aufgerissen. Es ist strahlender Sonnenschein. Wahrscheinlich gibt es so um die 8 Grad. Und ja, mich kribbelt schon ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Jedenfalls, wenn ich an einem neuen Bach bin, dann bin ich immer gespannt, was erwartet mich. Wird mir der Weg versperrt? Wie sieht es am Bach selber aus? Wir haben heute 2 Ziele. Einmal natürlich einen Goldnachweis und ja, im besten Fall natürlich eine Stelle zu finden, an der sich das Gold konzentriert hat. Eine goldhöfige Stelle zu finden. Aber wie gesagt, ich weiß noch nicht mal, wie der Bach aussieht. Da machen wir uns jetzt dann gleich mal ans Werk. Er ist hier unten. Ich zeige euch das mal. Also hier müssen wir runter. Mal gucken, ob irgendwo ein Weg ist, sonst müssen wir uns selber einen suchen. Und ja, wenn ich völlig neu irgendwo bin, dann nehme ich eigentlich nur das Notwendigste mit, also Rucksack, Schaufel und hier den Eimer, den habe ich direkt an den Rucksack rangeklemmt. Normalerweise hält es ganz gut. Dann habe ich eine Hand frei. Wir sehen uns gleich wieder am Bach. Bis gleich. So kann es manchmal gehen. Jetzt habe ich mich mal so ein bisschen durchgekämpft, aber ich kann hier leider nicht zum Bach. Hier geht's, zeige ich das mal. Hier geht es nur über so ein Steilufer runter. Da unten fließt er. Da. Strömung hat er auch kaum. Da suche ich mir eine andere Stelle. Ich meine, theoretisch könnte ich mich jetzt hier irgendwie durch die Walachei arbeiten, aber man muss ja immer bedenken, man ist allein unterwegs, man will sich nicht den Hals brechen und man muss auch wieder zurück. Deswegen gehe ich wieder zum Auto, suche mir eine neue Stelle. Ich habe mir noch eine zweite in Reserve behalten. Schauen wir mal, wie es da ausschaut. Bis gleich. Neue Stelle, neues Glück. Ich konnte hier einen Forstweg entlang fahren, der angeblich gesperrt ist, aber das Schild ist runtergefallen. Das hat mir dann eine Frau erzählt, die ich getroffen habe. Die war ganz nett und hat mir jetzt eine Stelle gezeigt, wo eine kleine Furt ist. Nämlich hier. Ja, also wirklich eine Furt im klassischen Sinne. Weil der Holzbauer hier auch durchfahren muss. Ja. Da habe ich mich jetzt mal einfach hingestellt. Den Segen der Dame hatte ich. Jetzt ist es allerdings so, da hinten das, wo so ein bisschen aussieht, wie als wäre da Eis, das ist irgendwie Schaum, also Schmutz. Und da möchte ich mich nicht reinstellen. Deswegen werde ich mal gucken, ob ich da hinten einen Zugang finde. Die Bäume versperren mir zwar noch den Weg, aber so außenrum, da ist eine kleine Stelle, wo es fließt. Da könnte ich mir vorstellen, meine Prospektionsrinne zu setzen und dann gucken wir doch einfach mal, wie es an dem Bach ausschaut. Also die Steine, die hier so auf den ersten Blick rumliegen, deuten darauf hin, dass eben auch hier Gletschergebiet war. Sieht alles sehr rund aus. Ich bin gespannt. Schaut mal, hier sieht man sehr schön, wie die Hochwasserlinie entlang läuft. Ich denke, ich habe meine Stelle gefunden. Hier fließt der Bach, meandert hier durch so ein kleines Tal und direkt hier zwischen diesen Steinhaufen, da würde ich jetzt mal ansetzen, meine erste Prospektion. Wenn es klappt, kann ich hier die Prospektionsrinne setzen. Und das gucken wir doch gleich mal. Nehmen wir gleich mal mit auf die erste Pfanne.
Zwei Mini-Pünktchen. Hier und daneben. Also Goldnachweis ist schon geglückt. Ich glaube, ich setze gleich mal meine Rinne und wir gucken mal ein bisschen mehr. So sieht das Gestein hier aus. Ich weiß gar nicht, was das ist. Erst dachte ich, es wäre ein Quarz, aber bin mir gar nicht sicher. Hier, das ist alles andere als rund. Vielleicht irgendwie so ein Teil vom Grundgestein hier. Ich habe hier meine Rinne aufgebaut. Und wenn der erste Eimer jetzt hier durchgesiebt ist, gucken wir mal, was drin ist. So, die ersten Kameraden sind in der Rinne. Hier und da drüber ein kleineres.
So, ich mache mich jetzt direkt mal ans Auswaschen nach dem ersten halben Eimerchen. Ich möchte mal sehen, ob an der Stelle, wie viel da jetzt insgesamt war, ob es sich lohnt weiter zu graben. Ich denke mal schon. Das zeige ich euch gleich mal. Also hier habe ich mein Loch gegraben. Das ist, wenn man es mal hochzieht, an einer ganz leichten Innenkurve, vor allem aber an einem strömungsberuhigten Bereich. Und also ich gehe davon aus, dass das hier ein Goldstückchen ist. Das schauen wir uns jetzt eben auch mal an, ob das stimmt, ob ich da recht habe. Und da ist auch noch mal eins. Also waschen wir es aus. Ich zeige euch gleich das Ergebnis. So, also da war doch einiges drin. Sehr, sehr viel feines Gold, ganz kleines, aber hier ist eben auch ein etwas größeres Stückchen. Das war es auch schon wieder. Meine Zeit am Bach für heute ist um. Der Nachmittag gehört der Familie. Ich habe noch ein bisschen was gemacht, noch einen halben Eimer durchgesiebt und war auch noch mal Gold drin. Also ich denke, hier kann man schöne Funde machen. Es wird sich wahrscheinlich lohnen, hier noch mal herzukommen. Vielleicht mache ich das dann mit einer größeren Rinne. Ja, hier kann man bestimmt schöne Funde machen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ihr wollt, sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin alles Gute und ciao. So, ich habe das jetzt heute in die kleine Pfanne, weil so viel ist es nicht, aber für einen Prospektionsausflug finde ich es wirklich ordentlich. Sehr schönes Gold.